Hi guys! So today I will work in my Moleskin junk journal, and I declared it my junk journal. So work in there second time actually. So I use some old postcards from my great grandparents actually. And what my initial idea was to use two with the address of them. One is my grandfather, a great grandfather, and the other one was sent to my great grandmother. And I think they sent it to each other. I'm not sure yet because they got postcards from others as well. Um, and I want to use their photos to put them on this left side. You know, I will cut them a bit smaller and put them behind that card. Basically framed, you can say that. Hallo ihr Lieben, heute gibt es eine Seite in meinem Moleskin Junk Journal. Das habe ich zu meinem Junk Journal erkoren irgendwann mal. Da bin ich ja jetzt schon zum zweiten Mal drin. Das ist ja schon einmal voll. Das habe ich dann übermalt und alles ist wurscht. Ist jetzt ein Junk Journal. Und zwar hatte ich die Idee hier, die Postkarten von meinen Urgroßeltern zu benutzen mit ihren Bildern. Eben eine, die zu ihm gesendet wurde und die andere, die zu ihr gesendet wurde. Und einfach da auch ein Fenster auszuschneiden und die dann dahinter zu kleben. Im Prinzip wie so ein Rahmen. So. Habe ich auch gemacht. Also das war meine Idee und das habe ich auch gemacht. Nur habe ich dann im Laufe festgestellt, die sind einfach zu schwer. Das Papier ist zu dick und das funktioniert dann nicht immer so gut in dem Journal. Das wird einfach auch viel zu dick, das Journal. Und ja, ich habe die dann schon mal zusammengeklebt. Golly, stop it. Zusammengeklebt. Golly gräbt hier den Teppichboden. Der buddelt. Der buddelt am Teppichboden. Das macht er ganz gerne. So, weiter. Habe die dann schon fertig gehabt, dahinter geklebt und so weiter und habe dann festgestellt, nee, die sind einfach zu dick. Und habe die dann kopiert. Und ja, Kopierpapier ist ja super schön dünn. Das hat dann ja super geklappt. Des Weiteren habe ich dann aber auch festgestellt, dass beide Karten auf einer Seite, also auf der Doppelseite, das war einfach zu viel. Das war so voll und unruhig und nee, das hat mir nicht gefallen. Ich konnte dann im Prinzip diese eine Karte auch oder beide Karten nicht richtig präsentieren und habe mich dann entschlossen, eine Karte zu nehmen und die andere wird dann auf der nächsten Seite erscheinen. Das ist dann mein Kompromiss. You know, my initial idea, as I said, was to use these postcards on a page, to make a double page, double spread. But while I was working on it, I realized the postcards are far too heavy, the paper is too heavy, and it would bulk up my journal. And so I finished it, of course, with framing the pictures into it and so on. And then I copied them. And of course, copied paper is so much lighter and it worked much, much better. And then, while I was doing that, I decided I only will use one postcard with each double spread because it will be so busy otherwise, and I really can't present both cards in the same way. So that's why I will do one, and the other one you will see later. First, I start with the card with a photo of my great grandpa. So, but the background will be old book page, and it is a very old book. It is naturally aged, you can see that, and it is of course a bit, it soaks up a lot. It's very dry, it's very brittle, and I wanted to use watercolor on top, but no, it worked the way I wanted it basically. But while it was drying in the process, while I was going on working on it, the
color changed completely. I'm using burnt sienna, and it changed more into a rusty, dark, dirty red, and I hated it. It looked really awful. So that's why this page will change later. You will see, just to tell you already. The way I wanted it here with this, let it run, a lot of water, worked quite good, but because the color changed, I really didn't like it afterwards. Ich habe jetzt hier diese alten Buchseiten draufgepackt. Die sind wirklich sehr alt. Die sind ja auch schon natürlich gealtert von der Farbe. Das sieht man. Die sind aber auch sehr, sehr brüchig schon und vor allen Dingen, die saugen auf hier wie verrückt. Und was sie machen, und das ist das Problem, weil ich die Seite dann hinterher weiter bearbeite, das hat mir dann nicht mehr gefallen, weil je trockener das wurde, desto mehr veränderte sich diese Farbe, dieses gebrannte Sienna, in so ein dreckiges Rot, so ein rötliches Rostrot. Also es sah einfach nicht schön aus. Es gefiel mir nicht. Und es sollte eigentlich eben so dieses Burnt oder das gebrannte Sienna ist für mich so der Inbegriff von, vor allen Dingen in Kombination mit Türkis zum Beispiel, von Vintage. Und deswegen, nee, gefiel mir nicht. Habe ich dann hinterher geändert, werdet ihr sehen. Hier noch ein bisschen Wasser drauf, einfach noch versucht, das ein bisschen zu verblenden. Hat nicht funktioniert, weil dieses Papier hat aufgesaugt, wie verrückt. Das ist so trocken. Schon mal so ein paar Spritzer drauf. You know, I tried to blend it out, the paint a bit more by spritzing water on top, but it didn't work. The paper is so dry, it soaks it up already. So a few splatters. And now I will use a stencil here with some modeling paste, and then I will, I don't know, when do I start realizing that this color, you know, this color, you really don't see it on video that extreme, the way in nature, it looked so much more red and so awful, yeah. So it here on video, it really still looks more brown, but yeah, doesn't matter. A bit of stamping here before I realize I don't want it and realize I'm not using both cards on one page. So here I still fold, yeah, both, but now you won't see the background at all, so what the point? And it gets very, very busy. Hier habe ich jetzt immer noch geglaubt, ich benutze beide, aber da war mir dann noch nicht klar, wie furchtbar unruhig das alles wird. So, und hier wurde mir aber klar, wie furchtbar scheußlich die Farbe aussieht. Das sieht man, wie ich schon gesagt habe, auf dem Video sieht das gar nicht mal so rot aus, aber in Natur sah das so scheußlich rostrot aus, dass ich mir gesagt habe, nee, das muss weg. Da habe ich dann erst Gesso draufgepackt und das ist Aquarellfarbe, auch wieder ein gebranntes Sienna. Tja, das mit dem Gesso, natürlich hat es dann sich nicht mehr verändert. Das ist ja auch nicht mehr in das Papier eingesaugt worden. Also das ist schon relativ stabil geblieben. Nachdem es getrocknet ist, bin ich dann mit einem Distress Ink drüber, hier mit dem grünlichen, und guckt euch das an. Boah, Gott, ich liebe das, und das, oh, so super schön. Die Kombination, oder? Total schön, yummy, yummy. You know, can you see that I'm using here the distress ink, the pad, and swipe over the paper, and that immediately looks so delicious, doesn't it? Oh, love that. So, yeah, I have to let that needs to dry, of course. That takes a while, and then I'm going on with one card, with a card, postcard, from my great grandfather. So gosh, my mouth is so dry. I think that's my fourth or fifth voiceover. Can't really remember. Doesn't matter. So gladly speak. So now start here to decorate. And of course, there will be my focus, obviously. And lost my stamping. Of course, I have to re-stamp it. Use the same grit stamp hier. Ich habe jetzt natürlich wieder stempeln müssen, habe ja meine Stempel alle verloren. Nehme aber den gleichen und
fange dann an mit Dekoration. Ich werde das nicht sehr, sagt schon, sehr busy machen. Also da kommt nicht so viel drauf, weil ich eben den Hintergrund wirken lassen will und natürlich die Karte. Weil das ist ja immer das Problem, wenn das zu unruhig wird, dann ja, weiß der Betrachter dann schon gar nicht mehr, was soll er sich denn jetzt angucken? Was ist denn jetzt Fakt? Und deswegen lasse ich das doch relativ ungeschmückt, naja, nicht ganz, aber doch nicht ganz so viel. Einfach um die Postkarte auch in den Vordergrund zu rücken. Hier so ein paar Sachen bereite ich vor. Natürlich ein bisschen was Dunkleres hier, das Grüne, das ist so ein Schmuckpapier. Das ist so ein dunkles, ganz dunkles Moosgrün, das natürlich als Kontrast herhalten muss. Washi-Tape, das muss ich teilweise kleben, weil auf dem Hintergrund klebt das nicht mehr. Da ist so viel Zeug auf dem Hintergrund, aber das macht nichts, kein Problem. Das ist zum Beispiel, wie ihr seht, einmal das Washi-Tape, dass ich das der Fall, dass ich das im Ganzen benutze. Das ist immer relativ selten. Ich mag das ja, das zu zerreißen, wissen ja viele von euch. Aber in diesem Fall benutze ich es einmal komplett. Auf der anderen Seite reiße ich es dann wieder. Naja. So, I really leave that not very. I don't want to have it very busy. I want to have a definite focus here, the postcard, and that's it. And a bit of this dark green paper I use as a contrast, and the washi tape. And you can see on the left, I didn't tear it, as I normally don't like to have it as the whole tape. Like in this case, I did it on that side. On the other, I've torn it apart again. So it won't be much more. I think 2 tickets here on that side, but not much more. And what else did I do? I can't really remember. Look, that's already so long ago when I did that. A bit of stamping, of course. And on top, here, this in this little circle, that's AD Anno Domini. It's, what do you say? What do you say in English for that? Anno Domini. Anno Domini is obviously Latin, but it's in the year, of. So that's what it means in Latin. And here on this little sign on top, the black one that will get framed as well, or it is framed, of course. There I will write with white into it, Geschichte. It's a German word, Geschichte. And Geschichte means, of course, history, but it can also mean a story. So it has two meanings, history and story. And in this case, of course, both will, yeah, fit to the theme, because it is history. That's my great grandfather, and it is a story as well, because it's my family story. So that's absolutely, I'm clever, am I? Yeah, I am. So filling the holes out here with the pearl pen, and that's it. Ich habe dann hier, wie ihr gesehen habt, oben das Schildchen, und da kommt das Wort Geschichte rein. Ich habe gerade noch erklärt, dass wir die Bedeutung von Geschichte hat natürlich als historisch eben, oder eben als die Geschichte, eine Geschichte, die man erzählt, mehrere Bedeutungen. Und in diesem Fall funktioniert das ja sehr gut, weil es ist Geschichte, historisch, mein Urgroßvater, geboren 1874, darum die gestempelten Zahlen hier. Und natürlich ist das auch die Geschichte meiner Familie. Und da passt das ganz gut. This 1874, it's his birth year. So that's why I used it here. And the words is Erinnerungen an den Anfang. It's memories at the beginning. And in German, of course. So when I work with stuff from my
family with this old stuff and making pages dedicated to my family. I really prefer to use German words because otherwise it would feel wrong to me. So, okay, that's a close-up already. Guys, I say thanks so very much for watching. I hope you liked it. If so, please don't forget to leave me a thumbs up, and a comment would be very, very much appreciated. And I hope I will see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Please still be careful, stay all healthy, and never forget to be creative. Bye-bye, guys. Ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Passt weiterhin gut auf euch auf. Bleibt alle gesund. Und vergesst niemals, immer schön kreativ sein. Also bis dann, macht's gut, tschüssi.